Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, in die Videos und alles, was sonst noch so dazu gehört. Und wir versuchen uns alles aus psychologischer und philosophischer Sicht anzuschauen. Das heißt, ich versuche so viele Layers und Geschichten da drin wiederzufinden. Denn das, was Musik kann, ist mit uns miteinander zu verbinden, dafür zu sorgen, dass ich mich in der Musik wiederfinden kann und das Gefühl habe: „Meine Güte, der Song ist für mich geschrieben.“ Und das ist er natürlich nicht, aber das, was unser Gehirn besonders gut kann, ist, uns connecten, zu interpretieren und zu projizieren und darüber unsere eigene Geschichte in dem Song wiederzufinden. Und deswegen möchte ich mit euch versuchen, so viele Geschichten wie möglich in den Songs zu finden, warum sich so viele Menschen damit verbunden fühlen. Und damit das nicht immer so richtig gut gelingt, bin ich auf eure Hilfe angewiesen in den Kommentaren. Das heißt, helft mir gerne, was ist eure Geschichte, die euch mit dem Song verbindet? Was findet ihr da drin wieder? Was sind die Bedeutungen, die ihr seht? Und vielleicht wisst ihr auch Insights vom Künstler selbst, der dazu vielleicht in einem Interview mal was gesagt hat. Von daher, lasst uns gemeinsam auf Suche nach verbindenden Geschichten gehen. Und heute haben wir Ren mit dem King Dotter Diss. Ähm, King Dotter Diss, wie sage ich das? King Dotter ist ein Rapper, der auf YouTube unterwegs ist und da noch nicht so viele Views und Abonnenten hatte und der beschlossen hat, er verfasst einen Diss-Track, wo er unter anderem Ren und Nox Hill erwähnt, auf nicht sehr nette Art und Weise, wie das Game halt so im Hip-Hop ist, ähm, wo man sich gegenseitig disst. Und sowohl Nox Hill als auch Ren haben darauf reagiert mit eigenen Diss-Tracks. Wenn ihr da Bock drauf habt, euch diese Sachen anzuschauen, dann geht auf den Kanal von Nox Hill, und sucht dort. Wenn ihr den Original Diss von King Dotter euch anschauen wollt, dann geht auch dort auf den Kanal. Hm, genau. Und Ren hat seine eigene Antwort verfasst. Ich selbst bin in dem Game gar nicht unterwegs. Ich komme eigentlich eher aus der Metal-Rock-Szene sozusagen, und bin hauptsächlich über Ren eher so ein bisschen in die Hip-Hop-Geschichte mit reingerutscht. Und von daher kann ich nicht so viel zu diesen ganzen Rhymes und ähm, zu diesen ganzen zweideutigen Sachen und Hintergrundgeschichten irgendwas sagen. Wenn ihr da richtig Bock drauf habt, dann empfehle ich euch wirklich den Kanal von Noxil, weil der macht richtig coole Breakdowns, mit Rhyme-Patterns und Schemes und allem drum und dran, was so noch dazugehört, wo ich keine Ahnung von habe. Genau, aber jetzt lasst uns loslegen, und schauen, was Rens Antwort ist. Und ich werde dann hauptsächlich auf den letzten Teil des Tracks eingehen, wo Ren noch mal eine andere Richtung einschlägt. Genau, aber let's go. We're gathered here today at the grave of Dotter. Here, I bought you some Viagra. You went too soft on me, brother. I must reject tradition and speak ill of the dead. After Knox decapitated you, I'll bury the head. King don't come, you dumb king, calm down. What's a king without a crown? Just a peasant or a clown? Jealous, little bitch. And for anyone in doubt, he's a jealous little bitch, lashing out to get the clout. King Dot, not a king, I know a crown when it rusts. I eat you up, then shit you out. I call that a royal flush. Going by the laws of physics, when you die, you'll combust, because you've got your own center of gravity, fat fuck. I've seen you play the race card a couple of times, saying people only fuck with me because I am white. And then you go and backtrack and you say I'm alright. You're feeling mixed in your emotions, like a horny ex-wife. The reason Das ist tatsächlich ein spannender Punkt, ne? Und wie gesagt, ich bin nicht in dem Game unterwegs, aber das, was immer wieder ja mit reinkommt, ist tatsächlich diese Geschichte von, Kultur und welche Kunst oder welche Art, sich auszudrücken, sich zu kleiden, Frisuren zu tragen, kommen aus welcher Kultur und aus was für einer Geschichte sind sie entstanden. Und wir wissen, dass es ein paar Kulturen gibt oder ein paar
Länder gibt, Religionen gibt und so weiter und so fort, wo die Geschichte sehr, sehr weit nach hinten reicht und sehr viel mit sich bringt, viel Leid auch mit sich bringt. Und daraus auch einiges entstanden ist, was bis heute quasi dann zu der Kultur gehört. Und ich finde, es ist durchaus wichtig, darüber zu sprechen, ne? Grade auch an dem Punkt jetzt hier in Deutschland von kultureller Aneignung. So. Grade wenn es darum geht, dass bestimmte Menschen sich dann mit bestimmtem Leid konfrontiert sehen oder das Gefühl haben, da geht jemand über Grenzen hinüber, dass es dort Schmerz und 'ne Ignoranz gibt. Und dann ist es wichtig, darüber zu sprechen. Und gleichzeitig muss man schauen, dass es hier nicht wieder in ein Gegeneinander kämpfen geht, ins Polarisieren. Nur bestimmte Arten von Menschen, bestimmte Kulturen, bestimmte Religionen dürfen diese eine Sache machen oder diese eine Sache tragen und alle anderen nicht. Hm, dürfen nur diese Art von Kunst, diese Art von Musik machen, diese Art von Frisuren tragen und so weiter und so fort. Und grade wenn es um Kunst geht, um kreativen Ausdruck geht, da muss man noch mal ganz spezifisch hingucken, weil's natürlich immer irgendjemanden gibt, der das zuerst gemacht hat. Und dann gab es andere, die das auch gemacht haben, weil sie davon inspiriert gewesen sind, die das vielleicht weiterentwickelt haben oder die's gelernt haben, weil's wie 'n Handwerk ist. So, grade wenn's zum Beispiel hier um Rap geht. Ähm, und wo es nicht darum geht, zu sagen: „Du gehörst nicht zu unserer Kultur, du bist weiß und deswegen darfst du nicht Hip-Hop machen“ oder was auch immer. Und alle, die dem folgen oder das feiern, dass ein weißer Mensch Hip-Hop macht da muss irgendwas, ganz Komisches sein da, ne? Er hat, glaube ich, irgendwas von White Savior und so erzählt. Hm, und dann, und das ist ja das Spannende, hat er den Schritt zurück gemacht und gemeint: „Ey, no hard feelings. Eigentlich finde ich dich ganz cool.“ Nachdem er ihn halt vorher mit dieser, wie man das so schön gesagt hat, Race Card, ähm ja, ge wie nennt man das? Mir fällt das Wort grad nicht ein. Aber versucht hat, quasi abzuwerten, so. Und, ihn damit gedisst hat. Genau, aber zu dem Rest kommen wir dann noch. Wir spulen kurz zurück und let's go. You say I'm alright. You're feeling mixed in your emotions, like a horny ex-wife. The reason people don't fuck with you is 'cause you were shy. Oh, you a big dog? Well, I'm a sick puppy. I slap you daft, you little punk. That's how you get lucky. 'Cause if you lose, you're still winning, it's clear. More views on your disc than your whole career. So come... I'm actually sorry about this one, daughter. I'm sorry. So... Ich finde das ganz spannend. Ich habe mir auch schon 'n paar Reactions dazu angeguckt, ne? Und grade auch eine dieser Zeilen, oder diese Zeile ist eine der Zeilen, wo viele drauf reagieren, unterschiedliche, ne? So, dass Ren sagt: „Ey, sorry eigentlich dass ich das so sage. Das ist nur 'n Scherz.“ und dann gibt's 'n paar Reactors, die sagen: „Hä, warum? Vollkommen richtig.“ Und natürlich ist es vollkommen richtig zu sagen, ja, deine Views, die du vorher auf deinem Kanal hattest waren ganz weit unten. Abos unten. Und ja, dann kann man darüber sprechen, wie interessant es für King Lotta ist, 2 Rapper zu dissen in seinem Song, die Millionen Abonnenten haben auf ihrem Kanal. I'm actually sorry about this one, daughter. I'm sorry. So come on. Entschuldigt, aber es zeigt einfach auch, ne, dass Ren hier so lacht, dass er das nicht ernst nimmt, dieses ganze Game, dass es ihm nicht wichtig ist, da jetzt irgendwie, ne, dass er nicht das Gefühl hat: „Ich wurde jetzt runtergemacht, ich wurde entwertet und ich muss jetzt dagegen ankämpfen oder so. Ich muss ihm jetzt so richtig eins reinwürgen.“ Sondern das ist halt das Game, Hip-Hop-Game. Wir machen 'n Diss-Track und gut ist, ne? Und natürlich sind in diesen Diss-Sachen immer so kleine Kerne von Wahrheiten mit enthalten, klar, so. Aber allein, dass er sich entschuldigt und darüber lacht, zeigt einfach, wie viel Freude Ren daran hat und es gleichzeitig nicht ernst nimmt und dennoch aber auch das Game mitspielen will. Unter anderem, um dann bestimmte Messages auch rüberzubringen. So. Und, ja, das mag ich hier sehr. So, weiter. I'm actually sorry about this one, daughter. I'm sorry. So come on, fatty, keep up. You're losing the race. Your YouTube views lower than your calorie intake. Stop watching what I'm doing and start watching your weight. I'll kick down your front door screaming, put down the cake.
Little steak on my plate, you're starting beef but it's butchered. Cause you're butchering the culture, you ain't brewing kombucha. How could you have kids, man? You're hardly a looker. I wonder how much it costs to buy a surrogate hooker. I'm sorry, dog. I'm sorry. Ich werde da jetzt nicht tief drauf eingehen. Es ist eine harte Line. Und sie ist sehr lustig. Okay, weiter. Hooker. I'm sorry, dog. I'm sorry, I'm only Sorry. joking. It's only hip hop. Time to take my dick out of your mouth and pull my zip up. I'm sure Michelle's show will be obliged to clean this shit up. Then bend over backwards while you're looping from the tip up. Michelle, the filter's weird and your channel is dead. It's like I'm watching Pokemon, but ugly with dreads. This ain't a battle, it's a fucking massacre. You're on my planet Earth, I am David Attenborough. Blood-sucking Dracula with parasite vernacular collateral. I run up like I'm Battlestar Galactica. I didn't even make a beat for this shit. You're not worth the fucking time, Dotter, you're last on the list. I wrote this in 10 minutes with a flick of the wrist. I speak about 5 syllables, you cease to exist, so real. Maybe think twice, my friend, about stepping to the mark in the world of Ren. Cause you were just a rodent and it's mice and men. Crushing skulls like I'm Lenny, tale of Jenny again. Instead of Jenny, it's a Dotter on the tip of the blade. Tires screech while I drive by, I'm Violet the Range. You're just part of a machine, against you I will rage. And I'm killing in the name of a king that I slayed. Also, nur kurz. Wir haben hier den Callback zu den Tales of Jenny und Screech. Und natürlich auch Violet. So, da habe ich auch auf jeden Fall eine Reaction zu gemacht. Wenn ihr das Original aber noch nicht kennt, dann verlinke ich euch hier auf jeden Fall das Original. Und schaut gerne auf meinem Kanal und schaut euch dort meine Reaction nochmal zu an. Und dann haben wir hier auch den Song eingebaut, Killing in the Name of, von Rage Against the Machine. Und Rage Against the Machine ist eine Band, die sehr, sehr systemkritisch unterwegs ist oder war. Also ich glaube, die bekannte Hochzeit war 90er, 2000er. So, da haben die richtig viele Songs gedroppt. Und das war auch eine geile Mischung aus Rock und Hip-Hop, so, wo auch der Sänger gerappt hat. Aber es war einfach auch sehr, 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 sehr rockig und ich habe es geliebt. So. Und ich weiß, dass Randy Band auch sehr liebt. Und ja, das war sehr systemkritisch. Of a machine, against you I will rage, and I'm killing in the name of a king that I slayed. Bully, I've seen you dissing Dwayne and then Crip, miss a kill shot of Knox because you're bitter as shit. Then you made the big mistake, you put me on the list. I'm a fucking psychopath, Dotter, don't take the piss. Irrelevant rapper, wasting my time. People only heard of you because of this rhyme. Or you're a murderer, that's so cool my guy. Got your time in the spotlight, so enjoy the shine. Und da haben wir nochmal diese Anspielung zu den Views, ne? So dieses, nur weil Nox und ich jetzt geantwortet haben die Leute von dir gehört. Dadurch gehen jetzt deine Views nach oben und vielleicht sogar ein paar Abos. Also, enjoy the shine. So, wie es immer so ist, hat jetzt zwischendurch jemand angerufen, weil ich vergessen habe, das Telefon auszumachen, damit mich keiner stört. Aber so ist es. Wir hören jetzt weiter. Wait. I genuinely mean it when I say you should shine. I just played you at your game, so welcome to mine. I want all of my fans to show Dotter the time, because he's actually sick at rapping. Go and like and subscribe. There's a new counterculture in this world of division where we bicker over politics and race and religion. There is war, there is peace, that's a human decision. Either you could be my brother or another collision. And the media, they love it when we hate each other, because the money lines their pockets if you're not my brother. Da ist schon wieder so viel drin, ne? Man spricht immer wieder über Polarisation, gerade in der Gesellschaft, ne? Diesen Punkt von, wir spielen immer Punkte gegeneinander aus. Und das kann in allen möglichen Bereichen sein, ne? Das fängt schon intern an mit Emotionen, die wir gegeneinander ausspielen im Sinne von, wenn ich traurig bin, dann kann ich nicht glücklich sein. Also muss Traurigkeit weg, damit ich glücklich bin. Und dann fangen wir an, Traurigkeit irgendwie bekämpfen zu wollen oder als negativ zu bewerten, etwas, was uns im Weg steht. Das hält uns von unserem Glück ab. Und dann legen wir den Fokus darauf, dafür zu sorgen, dass wir nicht traurig sind.
Dabei hat das eine mit dem anderen relativ wenig zu tun. Aber wir drehen es gerne so. Wir suchen uns gerne ein Bild, was uns quasi vermeintlich oder etwas, was uns davon abhält, quasi das zu erreichen, was wir eigentlich haben wollen. Und in der Regel ist es ja sowas wie Glück oder Ruhe, Entspannung, Zufriedenheit, einfach ich sein können. Was brauche ich dafür? Und das sind dann die Sachen, die wir gelernt haben von unseren Eltern, von Freunden, von Lehrern, von der Gesellschaft, von Religion und so weiter und so fort, die uns alle erzählen, wie wir unser Leben leben sollten, damit wir dann am Ende glücklich sind oder geliebt werden, so wie wir einfach sind, zur Ruhe kommen können und so weiter und so fort. Und in der Regel ist das sowas wie, naja, du musst genügend Kohle haben, weil dann hast du die Kontrolle und Sicherheit, kannst dir lauter Sachen holen, die dich glücklich machen, so Materialismus. Oder du kannst dir Therapie leisten. Oder du kannst dir irgendwelche coolen Kurse leisten für Kunst oder für Selbstfindung oder Yoga oder was auch immer. So. Mm, Dann brauchst du am besten eine Ehefrau oder einen Partner und ein Kind, also eine Familie gründen. Weil das sind die Sachen, die glücklich machen. So, dann lernst du eine Liebe kennen, die du vorher nie kennengelernt hast. Und das wird dich dann glücklich und zufrieden machen in deinem Leben. Und ansonsten verpasst du was. Und so gehen wir dann auf die Suche nach diesen Sachen. Und wenn wir sie irgendwie nicht finden, wenn wir sie nicht erreichen oder sie nicht so cool sind, wie wir uns das vorgestellt haben oder es uns immer noch nicht glücklich macht, dann suchen wir nach den Gründen dafür, warum es uns nicht glücklich macht. Und interessanterweise wird uns dafür auch eine Vorlage geboten oder mehrere Vorlagen, was alles Gründe sein könnten. Unter anderem Menschen anderer Kultur, Menschen anderer Religionen, ähm, Einwanderer, so, oder dann die neue Generation, die nicht so fleißig ist oder die faul geworden ist oder, queer people oder, ähm, was auch immer uns alles so einfällt, was uns im Weg steht. Der Kollege, der uns unseren Job weggenommen hat, weil er schneller oder weil er ungerechtfertigterweise, ähm, befördert wurde oder was auch immer. So, und dann können wir den nicht mehr leiden, weil der hat uns das weggenommen. Und deswegen können wir nicht glücklich sein. Und das ist ganz interessant, ne, wie wir das machen. Und interessanterweise führt es auch nie dazu oder es hilft nicht, wütend zu sein oder das dann nicht leiden zu können oder da mit Wut drauf zu gehen und zu sagen, das will ich nicht, der ist doof oder was auch immer. Es hilft uns auch nicht glücklich zu werden. So. Wir halten uns dann nur in der Geschichte auf, weiterhin frustriert zu bleiben und haben den Fokus verloren auf das Glücklichsein. Das ist dann irgendwo ganz weit im Hintergrund, aber erstmal ist der Fokus auf das, was uns davon abhält, glücklich zu sein und was uns jetzt unglücklich macht. Und dann bleiben wir mit dem Fokus auf dem Unglücklichsein. Ja, weiter. They love it when we hate each other, because the money lines their pockets if you're not my brother. And this black versus white, that's divide and conquer. Ignorance, it is formed in the womb of monsters. If there's war in the east, industries are getting paid. If there's war in the streets, there's a mother at a grave. If I pander to my ego, then I'm just another slave. A casualty of vanity, hate just breeds hate, so daughter, I think I gotta leave it at that, because I'm not a battle rapper, but I do like to rap. Now a million new eyes will be on where you're at. I hope you roll with it, my friend, put yourself on the map. Ja. Daughter is sick. Ja, he's late that. ähm, ja, dieses Black versus White, das ist halt einfach genau dieses Thema. Das gehört genau in diese Polarisation. Und gleichzeitig, ne, wie ich das schon gesagt habe, auch im kulturellen Bereich zu gucken, wo geht es darum, achtsam miteinander zu sein, nicht ignorant zu sein und dadurch andere zu verletzen, sondern ins Gespräch zu gehen. Und gleichzeitig da, wo Menschen etwas schützen wollen und sagen wollen, das ist nur unser Recht, das gehört nur uns oder unserer Kultur oder unserer Religion, da wirklich hinzugucken und zu schauen, geht es hier wirklich um Kampf, geht es hier einfach nur um Grenzen setzen oder geht es wirklich darum, um ein respektvolles, menschliches, achtsames Miteinander? Und wo ist der schmale Grat dazwischen? So, das ist tatsächlich sehr komplex, wo wir wirklich auch hingucken müssen und uns die Zeit nehmen müssen, da hinzugucken. Ja, und ich finde es sehr schön, dass man auch darauf aufmerksam macht. So. Und soweit ich weiß, ist, ne, wie wir dann in Cujo Beatdown gesehen haben, hat Randa ja gesagt, ey, das mit Dotter,
der ist inzwischen 'n Freund. It's zen. Es ist alles gut zwischen uns. So, no hard feelings. Und das ist das Schöne an Ren, ne? Er predigt es nicht nur, sondern er lebt es auch immer wieder. Ja. Hm, muss ich noch mal kurz gucken. Äh, ich glaube, die mir wichtigsten Sachen, die habe ich gesagt. Ähm, wie geht es euch mit dem Song? Wie fandet ihr die Message zum Schluss von Ren? Was sind Sachen, die ich übersehen habe? Ähm, gerne alles in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall antworten. Lasst uns ein Feld von Geschichten aufmachen und, sie alle genauer betrachten. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Ren hat jetzt nächste Woche, also die kommende Woche jetzt, am 8.4., glaube ich, eine neue Premiere, ich glaube für einen Song vom neuen Album „Down the Road". Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Titel ist, aber das, was ich in der Story gesehen habe oder in dem Short, das war schon ziemlich grandios. Das geht schon in diese Richtung Big Push, seine Band oder die Band, es ist ja nicht seine Band, aber die Band, in der er mitspielt, so. Ähm, und das liebe ich und da freue ich mich richtig, richtig, richtig doll drauf. Das heißt, ich werde auf jeden Fall bei der Premiere dabei sein, solange die Uhrzeit stimmt und ich nicht arbeite zu der Zeit. Aber ich werde auf jeden Fall an dem Tag das Reaction-Video drehen, aber ich werde es erst ein paar Tage später veröffentlichen, weil der Algorithmus mich gelehrt hat, dass es wesentlich sinnvoller für mich und meinen Kanal und die Sichtbarkeit des Videos ist, nicht gleich mit der ersten Welle zu gehen, wo ich dann neben den ganzen großen Reaction-Kanälen untergehe, sondern ich werde dann wahrscheinlich erst am Sonntag das Video posten. Genau, und wenn ihr da Bock drauf habt, abonniert. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut.